Why should I learn about the European institutions? If I want to work for a local TV station, a local radio station, whatever the local media is, why should I learn about the EU? Die Aufgabe eines Journalisten ist es, die Bevölkerung über relevante Themen zu informieren, damit der Bürger mündige Entscheidungen treffen kann. Ob er nun über Sport, die regionale Wirtschaft oder eben Europapolitik berichtet. Damit ist die Presse ein wichtiges Instrument, das für das Gelingen der Demokratie unbedingt notwendig ist. Das ist eine ehrenvolle und sehr verantwortungsvolle Aufgabe. It's important just to know how the decisions are made, so that the journalist knows where to go to find his information and can report it to the citizens, wherever the citizen is. So it doesn't matter where you do journalism. Olaf Bruns ist freier Journalist in Brüssel. Vorher hat er jahrelang unter anderem als Bürochef einer Redaktion gearbeitet und musste sich eine Menge EU-Wissen in kürzester Zeit erarbeiten. Jetzt kann er seine Erfahrungen an Nachwuchsjournalisten weitergeben. Ich glaube, sich hier auszukennen, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Und da muss man sich dann natürlich in diese komplexe Materie irgendwie einarbeiten. Die Parteien auf europäischer Ebene sind eher Parteienbündnisse, die viele nationale Parteien ähnlicher politischer Ausrichtungen in sich vereinigen. Da gibt es die Europäische Volkspartei, die konservativen und christdemokratischen Parteien wie unter anderem die CDU, CSU vertreten, die Sozialdemokratische Partei Europas, das europäische Pendant zur SPD, die Europäische Grüne Partei und so weiter. Innerhalb dieser Gruppe gibt es da ganz verschiedene politische Ausrichtungen. Der Journalist muss sich aber nicht nur mit dem politischen System gut auskennen, sondern auch ein Gespür für die Personen haben, die in diesem System arbeiten, für die ganze politische Kultur, die hier herrscht. Da sieht man schon, wie breit diese Bündnisse sind. Es ging mir darum zu zeigen, das ist kompliziert. Es ist auf der anderen Seite aber trotzdem, obwohl es so komplex ist, spannend und es geht tatsächlich um was. Man muss härter kämpfen als die meisten. Ne? Das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, ich finde gut, dass uns das jemand sagt, weil es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwann sollten wir das halt auch erfahren, dass wir kämpfen müssen. Fast 3 Jahre nach dem Referendum in Großbritannien sind die Bedingungen des Brexits immer noch nicht ganz klar. Aber woran das liegt, welche Parteien welche Ziele dabei verfolgen und welche Dynamiken hinter den verschiedenen Positionen stehen, das müssen Journalisten recherchieren. Denn sie haben die Aufgabe, die Bevölkerung über das aufzuklären, was in ihrem Namen geschieht. Als Journalist stellt Olaf Bruns Fragen wie diese auch. Aber er weiß auch, dass kein Journalist für sich alleine Experte für alles sein kann. Man hört es ja immer wieder, Journalismus heißt Teamarbeit, heißt Kontakte haben, heißt zusammenarbeiten, wie gesagt. Und wenn man sich früh genug kennenlernt, dann kann man networken und ich finde, das ist das Wichtigste als Journalist. 2 Dinge sind für einen angehenden Journalisten also unabdingbar. Er ist auf ein gutes Netzwerk und Teamwork unter den Kollegen angewiesen und er muss die Bereitschaft mitbringen, immer weiter zu lernen. Er muss neugierig bleiben. Ich glaube, wenn man das über eine längere Zeit aufbaut und einfach ein solides Wissen über Europapolitik ansammelt, dann ist man auf jeden Fall besser qualifiziert und hat ganz gute Startchancen, hier zum Beispiel in Brüssel anzukommen und Korrespondent zu sein. Aber auch in der Redaktion in Deutschland geht es viel um Europathemen und wenn man sich da auskennt, ist man auf jeden Fall gut beraten und gut qualifiziert. Aber wie arbeitet man auf der anderen Seite? Wenn man nicht über die EU berichtet, sondern für die EU als Pressesprecher arbeitet, dann sehen die Aufgaben etwas anders aus.